Du möchtest duften wie ein wahrer Gentleman? Dann ist diese elegante Duftrichtung für Herren genau die richtige für dich. Denn ich habe heute die 3 besten, okay, stimmt nicht ganz, 3 meiner besten Fougère-Düfte für dich und damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Joris und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Starten möchte ich mit dem Vater aller Fougère-Düfte, dem Duft, der diese Duftrichtung überhaupt erst kreiert hat und ihr auch ihren Namen gegeben hat. Und zwar ist das der Fougère Royal von Houbigant in diesem unglaublich schönen Flakon. Und dieser Fougère Royal, das ist quasi die Neuauflage des alten Klassikers. Denn der alte Klassiker kam schon 1882 auf den Markt. Kreiert wurde er von Paul Paquet, dem Chefparfümeur von Houbigant und auch Teilhaber. Und Fougère Royal heißt so viel wie Königsfahnen. Und der Duft hat eine sehr, sehr lange Geschichte. Ich glaube, die würde hier den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall gab es Anfang des 19. Jahrhunderts eine richtige Fahnenmanie, besonders auch unter den Frauen. Und dieser Duft, habe ich irgendwo gelesen, war tatsächlich ursprünglich für die Frauen gedacht, war dann aber bei den Herren ein absoluter Verkaufsschlager. Es gab alles davon. Es gab den Duft, es gab Eau de Toilette, es gab Rasierseife, es gab Puder und. Also es gab alles Mögliche. Alles duftete nach Fougère Royal. Man könnte fast sagen, das war sowas wie Sauvage heute. So ein bisschen. Und die Idee hinter Fougère Royal war, den Fahnen einen Duft zu geben. Denn Fahnen selber riecht eigentlich nicht. Und ich möchte hier mal kurz ein Zitat vorlesen von dem Paul Paquet. Und zwar sagte der, wenn Gott Fahnen einen Geruch mitgegeben hätte, so würden sie nach Fougère Royal duften. Also er hat versucht, das Aussehen des Fahns in einen Duft zu packen. Denn ein Fahn, besonders auch ein Königsfahn, der ja groß und stattlich ist, hat natürlich auch eine gewisse Eleganz, diese geschwungenen Formen und diese feingliedrigen Blätter. Und das versucht der Fougère Royal halt wiederzugeben, also einen Geruch in der Natur zu imitieren oder einem natürlichen Objekt überhaupt erst einen Geruch zu geben. Die zweite Neuheit bei dem Duft war die Extraktion von Kumarin, also einem Duftstoff, der unter anderem in der Tonkabohne und in der Lavendel beispielsweise vorkommt. Und diesen zu extrahieren und in den Duft zu packen, der soll etwas Heuartiges, grasig, Süßliches haben. Und sowas bekommen wir auch heute noch, denn Kumarin ist auch heute immer noch enthalten in dem Duft. Der ganze Duft wurde 2010 dann neu auf den Markt gebracht, nachdem ich weiß gar nicht, wann er verschwunden ist. Auf jeden Fall ist er vom Markt verschwunden und wurde dann 2010 neu auf den Markt gebracht von Rodrigo Flores Rouge und in Zusammenarbeit tatsächlich mit Roger Dorf, also dem der hinter der Marke Roger Parfüms steckt. Und kreiert haben sie mit dem Fougère Royal einen Duft, der definitiv klassisch ist, den man sich auch tatsächlich so um 1882 gut vorstellen kann. Aber ich glaube, heutzutage ist er deutlich hochwertiger und ausgewogener, weil wir heutzutage auch einfach die Möglichkeiten haben, Duftnuancen beispielsweise rauszufiltern, die wir etwas störend empfinden. Also nur noch das rauszufiltern, was wir tatsächlich als wohlriechend wahrnehmen. Das war, glaube ich, 1882 so auf jeden Fall noch nicht möglich. Diese Möglichkeiten haben wir heute und natürlich auch die Nasen sind wesentlich geschulter, auch der Parfümeure sind wesentlich geschulter, haben mehr Erfahrung und können, glaube ich, so einen besser ausbalancierten Duft rausbringen oder kreieren. Und das haben wir hier auch. Einen wunderbar ausbalancierten Duft. Er hat eben genau dieses. Er hat was Grasiges, Grünes, etwas Krautiges, etwas Prickelndes, etwas leicht Süßiges, etwas leicht Süßes. Und das machen Fougère-Düfte ja allgemein. Sie verbinden frische Noten, besonders auch in der Kopfnote, frische grüne Noten mit warmen Tönen, holzigen Tönen. Eichenmoos beispielsweise. Heutzutage ist ja auch viel erlaubt in Fougère-Düften. Es ist nicht mehr nur dieses klassische Lavendel, Bergamotte, Rosengeranie oder Geranium allgemein. Und dann haben wir halt häufig auch Eichenmoos bei Fougère-Düften. Heute ist das viel komplexer. Wir haben mediterrane Kräuter oder krautige und Würznoten, allgemein holzige Noten, Patchouli, Vetiver, kommen auch sehr gerne in Fougère-Düften vor. Aber wir haben auch sowas wie Amber, Labdanum beispielsweise, Rose allgemein. Also
Die Inhaltsstoffe sind viel vielfältiger, das Spektrum ist viel breiter, also es öffnet sich viel mehr und daher haben wir ja auch eine deutlich größere Palette an Fougère-Düften allgemein. Bei dem Fougère Royal haben wir aber noch alle klassischen Noten enthalten. Also wir haben in der Kopfnote Kamille, wir haben Kräuter, wir haben eben Bergamotte, wir haben in der Herznote Mairose, wir haben aber eben auch Rosengeranie, wir haben das Kumarin in der Basisnote, wir haben Eichenmoos und wir haben natürlich Lavendel, denn Lavendel ist bei den allermeisten Fougère-Düften einfach der Big Player. Das, was ihm auch diese Note gibt, das, was man mit einem richtigen Fougère-Duft auf jeden Fall verbindet. Und dieser ist wunderschön. Der funktioniert vor allen Dingen eigentlich immer. Fast durch das ganze Temperaturband hindurch, außer vielleicht bei sehr, sehr heißen Temperaturen. Obwohl, der funktioniert da eigentlich auch, weil eben er hat dieses frische, grüne, er hat so eine leicht spritzige Note auch noch, die auf jeden Fall durch die Bergamotte kommt, die nimmt aber auf jeden Fall deutlich ab. Aber trotzdem kann man den auch bei warmen Temperaturen tragen und sogar bei kalten Temperaturen. Also man kann den eigentlich all year around tragen, funktioniert wunderbar. Funktioniert perfekt auf der Arbeit, also im Business-Umfeld, im Büro beispielsweise, wenn man irgendwie auch geschäftlich Kontakt mit Menschen hat, funktioniert der sehr, sehr gut, weil er auch ein bisschen Understatement ist. Also er ist nicht zu laut, er projiziert nicht zu doll, er schreit nicht zu sehr, hallo, hier bin ich, sondern er gibt einem eine sehr cleane, seifige, männliche, markante und, wie ich eingangs erwähnt habe, eine Gentleman-Note. Denn Fougère-Düfte sind die klassischen Gentleman-Düfte. Und das schon seit wirklich sehr, sehr langer Zeit. Seit dieser Duft hier 1882 zuerst auf den Markt gekommen ist, seitdem hält sich diese Duftrichtung. Sie verliert ein bisschen in der letzten Zeit. In der letzten Zeit oder in den letzten Jahren kommen immer mehr so eine süßen Sachen raus. Da die Fougère-Düfte gehen da ein kleines bisschen unter. Leider meiner Meinung nach, aber es gibt immer mal wieder Lichtblicke. Die Sillage hatte ich ja eben gerade schon angesprochen. Also er ist nicht raumfüllend, aber er ist die ganze Zeit da. Und die Haltbarkeit ist bei dem auch sehr gut. 7-8 Stunden macht der auf jeden Fall mit. Danach ist er noch an euch wahrnehmbar. Ihr selber nehmt ihn vielleicht nicht mehr so wahr, aber euer Umfeld wird den noch wahrnehmen, wenn sie denn nah an euch rankommen. Und das Ganze auch zu einem super annehmbaren Preis. Denn diese 100 Milliliter kosten immer so um die 140 Euro. Man kann manchmal ein bisschen günstiger schießen, dann so um die 120 Euro. Finde ich für diesen Duft, für so einen hochwertigen, edlen Duft und vor allen Dingen für einen Klassiker in diesem wunderschönen Flakon. Also ich muss es nochmal sagen, der ist wirklich schwer, diese Metallkappe, dieses Ganze, ne, das ist hier so richtiges Glasdesign, also das ist nicht einfach irgendwie ein Aufkleber oder so, ist wirklich sehr, sehr schön. Und das für 140 Euro kann ich jedem empfehlen, ihn auf jeden Fall mal zu testen. Und was ich bei dem Fougère Royal auf jeden Fall noch erwähnen muss, es ist zwar so ein, in Anführungsstrichen, alter Duft, aber er ist auf keinen Fall oldschool. Und es gibt auch Leute, die sagen, Fougère-Düfte funktionieren nur bei Männern über 40 oder sowas in der Art. Auch das stimmt keinesfalls. Also die jungen Männer dürfen sich auch gerne an Fougère-Düfte rantrauen. Meiner Meinung nach gehört ein gewisser Stil zu Fougère-Düften. Also ich finde nicht, dass es ein Duft ist für Jogginghose und Hoodie unbedingt, sondern eben Hemd, Chinos, so wenn man sich so ein bisschen kleidet auf jeden Fall, ein bisschen auf seine Kleidung auch Wert gibt. Aber dann kann ich den Fougère Royal gerade so als Einstieg in die Fougère-Welt, wenn man gleich mal einen Duft mit Geschichte haben möchte, ist der wunderbar. Und damit kommen wir zu dem zweiten absolut großartigen Fougère-Duft für heute. Und zwar ist es der Bon Monsieur von Rogue. Ich habe im letzten Video zu den Herren-Herbstdüften immer Rouge gesagt, weil ich tatsächlich auch Rouge gelesen habe, bis ich das Video geschnitten habe und gesehen habe, da steht gar nicht Rouge, da steht Rogue. Also sowas wie Schurke heißt das, glaube ich. Und dieser Bon Monsieur, der könnte dem ein oder anderen bekannt vorkommen. Denn er hat Ähnlichkeit zu einem anderen Klassiker aus den 80er Jahren, der auch ein absoluter Verkaufsschlager war. Und zwar ist das der Drakkar Noir. Und auch in dem Herren-Herbstdüfte-Video, wenn ihr das nicht gesehen habt, ich verlinke euch das hier oben mal, habe ich ja schon angesprochen, dass der Markeninhaber von Rogue, der Manuel Cross, der auch Parfümeur ist, immer versucht,
klassische Duftprofile ja, am Leben zu erhalten oder gegebenenfalls auch wieder zu erwecken. Und so macht er das auch mit diesem Bon Monsieur, denn wie gesagt, er hat deutliche Anleihen zu Drakkar Noir, aber ist deutlich feiner. Er ist deutlich feiner abgestimmt, er ist deutlich tiefer, er ist deutlich holziger. Also er hat mehr Raffinesse, das merkt man ihm schon direkt an. Ich habe natürlich auch einen 1:1 Test gemacht und da merkt man das auch. Er hat natürlich auch diese Duschgelartige Note, die ja bei dem Drakkar Noir nicht von der Hand zu weisen ist. Und diese hat auch irgendwo der Bon Monsieur. Aber der Bon Monsieur, wie gesagt, der vereint noch viel mehr als nur eine Duschgelartige Frische, sondern wir haben was Holziges, wir haben Patchouli, wir haben Zedernholz. Wir haben so wunderbare Sachen wie Tannenbalsam, Sandelholz und natürlich dann die eben schon erwähnten ja, typischen Fougère-Duftnoten Eichenmoos, Lavendel, Bergamotte und Rosengeranie. Und dazu gesellt sich dann noch ein bisschen Maiglöckchen, was das Ganze noch ein bisschen, ja, wahrscheinlich ihm diese Raffinesse und Tiefe gibt. Und Moschus, was ihm auch wirklich eine sehr, sehr gute Haltbarkeit gibt. Also 10 Stunden, gar kein Problem. Und der projiziert auch ziemlich gut. Also man sollte ein kleines bisschen darauf achten, wie viel man aufträgt, gerade wenn man diesen auch im Büro trägt. Und was dieser Duft auch wieder sehr schön schafft, ähnlich wie der Tabak Vert, den ich euch in dem Herren-Herbstduft-Video vorgestellt habe, er bringt wieder so ein kleines bisschen diesen 20er Jahre Stil mit. Ähnlich auch wie der Flakon, der ist auch wieder in diesem ja, Art Deco 20er Jahre Stil gehalten mit dieser, ich weiß nicht, ob das jetzt scharf stellt, mit diesem Stoff um die Kappe und dieses ganze Design gefällt mir sehr, sehr gut und auch dieses wieder zu einem wirklich annehmbaren Preis, denn die 75 Milliliter, das hier sind die 75 Milliliter, die kosten 156 Euro. Man bekommt aber auch einen kleinen Flakon, 30 Milliliter, der kostet dann nur 85 Euro. Wo ihr den hier bekommt, verlinke ich euch natürlich unter dem Video. Alles in allem ist der Bon Monsieur ein kleines bisschen gewagter als der Fougère Royal. Der hat schon Ecken und Kanten. Eben der hat dieses Duschgelartige, der hat Patchouli, der hat was Holziges, ein bisschen, ja, eben ich glaube, er ist nicht für jeden so gut zugänglich, aber wenn man auf Fougère-Düfte und auf klassische Herrendüfte steht, dann wahrscheinlich schon. Dann wird man die Feinheit und die Qualität dieses Duftes erkennen und damit einen treuen Begleiter haben, wenn man denn nach so einem Fougère-Duft sucht. Etwas feiner abgestimmt hat sein Fougère-Duft Roger Dorf, denn der hat auch einen Fougère auf den Markt gebracht und zwar den Scandal pour Homme. Den gibt es in verschiedenen Versionen. Den gibt es als Parfüm, als Eau de Parfüm und ich glaube als Eau de Cologne in diesem wunderschönen Flakon mit den schwarzen Steinen. Also wirklich eine Augenweide. Und auch der Duft ist eine Augenweide, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Auf jeden Fall eine Nasenweide ist er dann. Also es ist ein wunderbar abgestimmter, wirklich sehr, sehr feiner, sehr hochwertiger Duft. Wir haben auch hier wieder diese typische Lavendel-Geschichte, Geranie, Bergamotte, also was Frisches, Spritziges mit diesen warmen Tönen. Und wir haben hier noch allerlei Gewürze, allerlei Kräuter, Estragon. Die Liste kann ich gar nicht aufzählen, die blende ich euch hier natürlich ein. Also Basilikum, Minze ist da glaube ich noch bei und. Roger typisch wirklich sehr viel und Roger typisch auch sehr fein abgestimmt. Denn nichts stört hier. Er ist etwas frischer als die anderen beiden Vertreter. Er strahlt auch nicht so doll wie die anderen beiden Vertreter, aber immer noch genug. Und er riecht wirklich klasse. Das ist wirklich auch ein Fougère-Duft, gut zum Abend ausgehen. Also super edel. So wie der Flakon, so ist auch der Duft. Also er ist super edel, er ist super schick. Er kostet auch Roger-typisch natürlich ein kleines bisschen mehr. Diese 50 Milliliter bekommt man so für um die 240 Euro. Finde ich aber auch für so einen Duft noch einen guten Deal. Er hat auch super viel Tiefe. Er hat auch so eine ganz kleines bisschen Animalik. Ich weiß nicht, woher die kommt und die ist auch wirklich nur dezent im Hintergrund. Aber die gibt ihm hier natürlich auch Raffinesse, die gibt ihm Tiefe. Also es ist ein wunderschöner Duft, holzig, krautig, leicht grün, aromatisch, tief und dann in der Basis schön warm. Also ist wirklich gut gemacht. Und auch bei dem ist die Haltbarkeit und die Sillage
sehr gut. Also Sillage deutlich wahrnehmbar, eben nicht so stark wie die anderen beiden. Und die Haltbarkeit ist trotzdem sehr gut. 8 Stunden plus ist auf jeden Fall drin. Und er wird dann in dem Dry Down, also zur Basis hin, wirklich auch noch warm, moosig, holziger. Ich glaube, wir haben ja auch noch sowas wie Muskat, Ambra und solche Geschichten. Patchouli natürlich auch wieder. Aber so eine Noten, die so eine gewisse holzige, warme Tiefe geben. Und ja, ich liebe den. Also es war wirklich, ist wirklich ja, auf dem Podest der meiner 3 besten Fougère-Düfte auf jeden Fall. Ob der jetzt auf der 1 ist, ja, so eine Rankings mag ich eigentlich immer nicht. Denn eben, sie haben alle etwas für sich und so hat auch dieser etwas für sich. Und dieser, wie gesagt, den würde ich vielleicht auch nicht, also er würde wunderbar ins Büro passen, aber dann ist bei mir immer so eine Sache mit dem Preis, wenn ein Duft auch so teuer ist. Ja, dann will ich doch lieber einen anderen Vertreter, die nämlich genauso gut funktionieren. Und eben dieser hat auch noch dieses Fünkchen mehr Schick einfach. Dieses Fünkchen mehr Schick, was ihn einfach edler macht, was ihn gut zum Ausgehen macht. Also wunderschöner Duft, auch wieder wunderschöner Flakon. Lohnt sich wirklich mal zu testen, wenn man einfach einen klasse Fougère-Duft möchte. Und ich bin ja sowieso immer auf der Suche nach neuen Fougère-Düften, deswegen lass mir gerne einen Kommentar da, was denn dein liebster Fougère-Duft ist. Und falls ich den noch nicht getestet haben sollte, dann gucke ich mir den auf jeden Fall an, denn Fougère-Düfte sind einfach meine absolute Lieblingsduftrichtung. Und solltest du nicht so viel Geld für einen Fougère-Duft ausgeben wie jetzt für einen dieser 3, dann habe ich hier auch noch ein Video für dich. Da habe ich mal 3 sehr, sehr günstige Fougère-Düfte vorgestellt, unter anderem den Drakkar Noir, den ich eben schon gezeigt habe. Und damit sind wir durch mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen und natürlich auch über ein Abo. Dann verpasst du auch kein weiteres Video von mir. Und damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Herbst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.